Hallo, herzlich willkommen bei Selbermachen. Heute geht es mal um was ganz Einfaches, um das Kochen von Reis. Und das ganz ohne Dämpftopf und ohne Reisbeutel. Was wir dazu brauchen ist Reis. Ich nehme gerne Basmati-Reis. Der riecht ganz lecker und schmeckt gut. Eine Tasse zum Abmessen, ein bisschen Salz und Wasser. Eine solche Tasse Reis reicht für ca. 3 bis 4 Personen. Die Tasse ist jetzt hier so voll, also sagen wir einen Zentimeter unterm Rand. Ich schütte den Reis in den Topf und jetzt mache ich genau 2 Teile Wasser dazu. Also 1 Teil Reis, 2 Teile Wasser. Ganz einfach. Ich nehme jetzt vorgewärmtes Wasser. Man kann kaltes Wasser nehmen, warmes Wasser. So, das wäre ein Teil. Und das Ganze noch einmal. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz dazu, je nach Geschmack. Ich mache das immer so ein bisschen Pi mal Daumen. Einmal umrühren. Jetzt kommt das Ganze auf den Herd und wird einmal kräftig aufgekocht. So, wenn das jetzt anfängt zu kochen, könnt ihr einfach ein bisschen die Temperatur runterregeln, bis sich das ein bisschen beruhigt. Wichtig darauf achten, dass das nicht überkocht, wenn der Deckel drauf ist. Den Deckel lasst ihr am besten drauf. Wenn das droht ein bisschen überzukochen, könnt ihr auch den Deckel so ein bisschen offen lassen, damit der Dampf hier abziehen kann. Je weniger Wasser ihr hier drin seht, umso niedriger kann die Temperatur gewählt werden. Ich habe jetzt von 9 auf 3 reduziert und werde es gleich noch weiter reduzieren, bis es 1 ist. Und dann ist der Reis auch schon fast fertig. So, nach ein paar Minuten sieht man nur noch den Reis aufgequollen und ein bisschen Wasserblasen, die da so zwischen den Ritzen hochsteigen. Das ist die Zeit, wo ich dann noch weiter reduzieren kann, bis auf 1, so dass es gerade noch so ein bisschen kocht. So, das ist wichtig, damit der Reis nicht anbrennen kann von unten, weil er jetzt unten auf der Oberfläche vom Topf aufliegt. So, den Deckel lasse ich jetzt geschlossen, damit der Wasserdampf nicht entweichen kann und die Reiskörner noch ein bisschen aufquellen können. So, jetzt ist kaum noch Wasser im Topf zu sehen. So, der Reis ist jetzt fast fertig. Ich lasse ihn noch ein wenig ziehen auf 1 und schalte dann gleich aus die Platte. Nach ca. 20 Minuten habt ihr wunderbar lockeren, ein bisschen klebrigen Reis. Guten Appetit!